In dieser Folge verlassen wir die Lofoten. Wir haben so viel Angelzeug dabei. Und auch Norwegen. Wir verlassen leider Norwegen. Ey, ich kann nicht. Oh. Auf dem Weg zu unserem nächsten Abenteuer wird natürlich noch geangelt. Alles gut? Gibt es vielleicht noch diese eine Chance, ein Heilbutt vom Ufer zu fangen? Fisch! Das sieht doch aus nach dem absoluten Hotspot. Stops wie der Salzstrauben lassen auf jeden Fall auf eine fischreiche Folge hoffen. Es kommt. Was eine Erinnerung an den Salztraum. Bevor es jetzt aber losgeht, noch eine Angelegenheit in eigener Sache. Die meisten von euch wissen es ja, wir haben einen Kinofilm gedreht, beziehungsweise aus dem Material einen Kinofilm geschnitten. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den kauft oder leiht, unterstützt ihr Projekte wie diese. Vielen Dank dafür, viel Spaß mit der Folge und bis bald. Es geht weiter. Wir verlassen leider Norwegen und wie ihr seht, wir haben viel vor. Das Auto ist so bepackt, dass ich nicht dachte, dass wir es reinkriegen. Eigentlich war es unmöglich, aber du bist ein richtiger Stapelkünstler und wir haben es hinbekommen. Ich habe früher viel Tetris gespielt. Auf der Reise nehmen wir euch natürlich mit. Wir angeln weiter, wir versuchen Meerforellen zu fangen, wir versuchen vielleicht einen Lachs zu fangen. Und auf dem Weg zu unserer neuen Destination kann man auch noch Seelachs, alles das Dorsch, Heilbutt, alles fangen. Das machen wir. Also eine richtige Roadtrip-Folge heute für euch. Und wo es hingeht, verraten wir noch nicht. Wie es dahin geht und was wir machen, das seht ihr dann später. Also viel Spaß mit der Folge. Let's go! Raum zu und go. Wie soll das hier alles passen, ey? Mann. Oh. Seht ihr mich? Hallo? Ja, jetzt geht's weiter, aber an der Stelle nochmal vielen Dank an Kingfisher und Nordic Sea Angling. Kingfisher hat das alles für uns organisiert und Nordic Sea Angling hier vor Ort hat uns so gut betreut. Vor allem unser Guide Markus. Also wenn ihr hier mal her wollt, dicke Heilbutts fangen wollt, dicke Seelachse fangen wollt, fahrt nach Markus als Guide. Der ist super gut. So, komm rein, Flo. Was geht's? Ab zum ersten Spot. Leute, das halte ich mir in 2 Stunden aus. Becky, wo bist du da? Ich bin komplett eingebaut. Also, oh Mann, egal. Gut, dass du da wie groß bist? 1,79. Mit Schuhen? Ey, mit Schuhen schon. Ja, ist klar. Aber wo wird man eigentlich nochmal gemessen? Wenn man sich das erste Mal einen Ausweis macht? Oder? Nee, weil da haben die mich gefragt, wie groß ich bin. Und in meinem allerersten Ausweis stand nämlich auch 1,80 Hättest du mal 2,5 drin. Meter gemacht? Nee, da stand auch 1,80 drin. Da habe ich so einen Ärger von der Mama bekommen. Hat sie gemeint, stell dir mal vor, du bist am Flughafen und jemand misst nach. Und die wollen nicht nachmessen. Dann sagen sie, das bist nicht du. Ja, stimmt. Das ist ja auch mir schon ganz oft passiert, dass jemand am Flughafen nachgemessen hat. Ja. Ja, die große Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir jetzt eine Fähre kriegen müssen. Wir nur 2 Stunden hier haben zum Angeln. Wir fahren jetzt einfach hier mal entlang, gucken, was hier so kommt und halten an, wo Spots sind, die gut aussehen. Warum wir auf Meerforelle angeln wollen, ist, weil wir bei uns im Camp eine Meerforelle haben rauben sehen und dachten, ey, das klappt bestimmt. Hoffentlich ist das auch so. So, ich würde mal sagen, Becky, wir halten hier mal kurz und gucken mal nur ohne Routen, ob da irgendwie ein Spot ist, der verheißungsvoll aussieht, okay? Machen wir. Wenn Machen wir. Rauskomme. Das machen wir. Mir san mir. Mir san mir. Mir san mir. Freilich. Freilich. Asapralot. Leute, das ist einfach so eng hier. Der Rucksack ist auch mega schwer. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Option. Wir müssen hier angeln. Das Dorf heißt Tin. Tinder. Tinder. Hast du einen weißen Edding? Hast du einen weißen Edding dabei? Da fügt man noch 2 Buchstaben hinzu. Ja, aber guck mal, ich hätte gedacht, wenn wir von der Spitze aus angeln, ist vielleicht okay, weißt du? Oder Niedrigwasser, dann müssen wir aufpassen, wir werfen von dem Stein. Was ich auch gut finde, was wir machen könnten, wenn wir darüber laufen würden, da ein bisschen diese Sandplateaus auf Plattfische abangeln kurz und dann für Seeforelle oder Meerforelle besser gesagt, die Flussmündung erstmal kurz abangeln. 10 Minuten, Viertelstunde, gucken, was geht und wenn nicht, fahren wir weiter zu einem anderen Spot. Mach mal so. So, das denn hier ist Klettern angesagt. Na, guck mal, vielleicht ist da besser, oder? Ja. Ohne zu verletzen, bitte. Wir haben noch viel vor. Ja, das ist wohl wahr. Wenn es uns nicht gefällt, gehen wir weiter. Liegst du? Nee, ich wollte eigentlich mit Mad Max anfangen. Schlechte Bedingungen jetzt wegen Niedrigwasser. Aber lass ihn rauskloppen. Mad Max, erster Wurf.
Go. Wir machen Run and Gun. 10 Würfe, nächster Spot. Fisch? Nee, ich glaube, das war Grund. Hä? Du hast einen Flachläufer dran. Ja, aber Dann war es sicher kein Grund. hat nicht nachgegeben. Ich habe ja noch nie eine Meerforelle gefangen. Schon recht schnell führen, oder? Die Mad Max? Du hast gerade einen Biss gehabt, also ich würde jetzt so führen, wie du es gemacht hast. Okay, Hier kommst du nicht auf den Grund, das geht gar dann nicht. muss es wirklich ein Biss gewesen sein. Das war 100% ein Biss. Du fischst einen Flachläufer und hier ist einfach nichts, wo es hängen bleiben kann. Ich habe jetzt noch 2-3 Mal an die Stelle geworfen, wo ich gerade eben den Widerstand hatte. Und ich bin nicht hängen geblieben, von daher hat Dustin wohl recht. Das muss ein Biss gewesen sein. Krass, ey, zweiter Wurf. Ich habe gar keine Ahnung von Meerforellenangeln, beziehungsweise habe ich jetzt ein paar gefangen, habe vorher aber nie auf Meerforelle geangelt. Aber Flover hat gesagt, man muss relativ schnell führen. Die Forellen mögen es zackig. Das habe ich bei allen meinen Fischen, die ich gefangen habe, auch gemacht. Und deshalb mache ich es weiter so. Becky tötet sich da hinten gerade fast selbst. Alles gut? Ja, warum? Ist der Köder dir nicht gerade fast ins Gesicht geflogen? Ja, fast. Becky hatte schon Biss, deswegen wechsle ich jetzt auch auf S10. Vielleicht haben die Bock drauf. Relativ natürliche Farbe. Ändert so schön im Licht. Das Design von grün zu lila mag ich sehr, sehr gern, vor allem zum Barschangeln. Mal gucken, ob die Mephos das auch mögen. Ich habe eine Sache gelernt, im Turnierangeln vor allem. Nehmt einen Kescher mit. Ihr werdet bereuen, wenn ihr da steht, die Mepho dran ist und der Kescher hier drüben liegt. Trotzdem Becky jetzt einen Biss hatte, gehen wir schnell zum nächsten Spot, weil wir haben da hinten eine springen sehen und wir haben nicht so viel Zeit. Und zwar 2 Stunden knapp. Thank you, Wechsen. Gerne. Wir haben so viel Angelzeug dabei. Wir bekommen nicht mal unsere Routen hier noch ins Auto. So, hoffentlich kriegen wir jetzt eine Meerforelle. Oh, schnell, 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 schnell. Jungs, nicht verletzen, schön vorsichtig. Schön immer gucken, wo ihr hintretet. Becky, hier gibt's Schlangen. Nein, Doch, ich habe tierische Angst vor Schlangen, das weißt du. deswegen sage ich ja. Ich glaube nicht, dass es hier in Norwegen Schlangen gibt. Gibt es in Norwegen Schlangen? Ja, Flora? Echt? Habe ich schon gesehen. Kreuzottern und so. Ja, klar. Ja, super. Und Kreuzottern sind wirklich sehr gefährlich. Ja, ich weiß. Also sehr gefährlich ist übertrieben, aber Naja, die können dich töten. ja, da musst du schon sehr schwach sein oder allergisch. So, hier ist ein Flusseinlauf. Natürlich bekanntlichermaßen immer ein guter Spot. Ob es hier auch so ist, werden wir sehen. Sieht hier alles so geil aus. Echt ärgerlich, dass wir jetzt nur noch ein bisschen mehr als 1 Stunde Zeit haben. Futterfisch ist auf jeden Fall hier. Diese kleinen Fische, die wir am ersten Abend auch gesehen haben, wo die Forellen nachgegangen sind, schwimmen hier überall rum. Die einzige Sache ist natürlich, unsere Köder sind viel größer. Gucken, ob das ein Problem ist oder nicht. Da sind echt gar nicht so kleine Fische. Nicht so ideal hier, gell? Ich würde auf den Steg gehen. Oh, hier steht eine fette Meerforelle vor uns. Guck mal hier. Becky, komm ran. Nein, warte, komm hier. Siehst du sie? Alter, ist sie riesig. Siehst du die? Flora, siehst du die? Nicht rennen. Ja, siehst du. Was ist das? Fette Meerforelle, 60er. Ja, ich habe Becky jetzt gefragt, ob er für mich einen Blinker hat. Einen Spoon. Hier war eine riesen Mefo vor unseren Füßen. Wirklich. 65, 70. Richtig krass. Was denn? Ich habe sogar alles möglich für dich. Hast du Lust auf ein Vibe? Nee, ich habe Lust auf einen Spoon. Das ist halt das, was ich Aber dabei ist habe. gut, oder? Also ist jetzt nicht das Beste, ist ein bisschen klein vielleicht, aber schwer und klein. Das ist ja eher ein Zocker für den Grund, oder? Ja, eher ein Zocker. Aber egal. Alter, war das ein Vieh, oder? Hey. Hey. Der erste Fisch des Tages. Ein Pollack? Seelachs. Seelachs. Pollack? Pollack. Pollack. Die wollen wir natürlich nicht. Schnell zurück. Erstmal schön entschneidert mit einem 13er Pollack. Scheiße, ey, dass dieses Teil nicht gebissen hat, ey. Hier steht sie wieder. Flora, die ist wieder hergekommen. Am Boot. Das ist ein Lachs, glaube ich.
komm mal her. Ganz, Alter, das ist ein 80er Fisch. Das kommt. Oh, fuck. Die ist hinterher. Hier, komm mal her. Oh, ist das ein Vieh, Alter. Ist weg, oder? Nee, da ist er. Unglaublich. Jetzt ist mir tatsächlich langsam, also nicht so, als ob sie jetzt richtig Bock darauf gehabt hätte, aber eine Forelle hinterhergekommen. Bestimmt. Also ich sag, die hatte locker 70. Was sagst du? Ja, 70, 75 locker. Das war so ein Vieh. Oh. 73 ist mein PB. Das wäre, glaube ich, tatsächlich nah an meinem PB gewesen. Ich habe ganze Zeit kleine Pollacks hinterher, aber was Großes habe ich leider noch nicht gesehen. Hier war eine 75er. Schon wieder? Ja. Aber das Problem ist halt, dass auch echt gerade eine schlechte Tidenphase ist, gell? Ja, Flover meinte, das ist bei denen egal. Ich habe keine Ahnung. Ja, diese urigen norwegischen Häfen, die haben schon echt Charme. Jetzt hier noch vor der tollen Kulisse ein Fisch und dann wäre alles perfekt. Schon wieder Nachläufer? Ja, das sind also Seelachse oder Pollacks. guck mal, wie hochkommen. Außer ein paar Seelachsen und einen Biss und zwei echt schönen Forellen, wo wir uns nicht sicher sind, ob es nicht sogar ein Lachs war, die unsere Köder angeguckt haben, war nicht viel. Jetzt müssen wir eigentlich schon schnell zur Fähre. Das machen wir, aber da nehmen wir natürlich auch ein paar Routen mit und hoffen, dass wir da irgendwie einen Seelachs oder noch einen Dorsch fangen oder irgendwas. Becky, Ja, deine Prognose, meinst du, wir fangen was gleich? ich glaube, dass dass du einen Dorsch fängst und ich vielleicht einen Seelachs. Wäre ich, Targetgröße Wäre ich mit einverstanden. Ja, Targetgröße so 50 cm. Ja, hinter uns kommt gerade die Fähre. Die meisten Leute hier freuen sich darüber. Für uns bedeutet das aber, dass es Zeit ist zu gehen. Es geht zurück aufs Festland. Ja, ohne ein Heilgut gefangen zu haben. Ach, schade. Wir kommen wieder. Nächstes kommen Jahr wieder. vielleicht oder irgendwann. Ja, Aber ich habe zum Glück auch noch ein paar Spots auf dem Festland. Und da hat ein Bekannter von mir sogar ein Heilbutt vom Ufer gefangen. ja, und jetzt geht, also ich meine, ich freue mich auch, weil es geht zum nächsten Abenteuer, was auch echt krass wird. Es wird so krass. Ich Ihr freue dürft mich so gespannt mega. sein. Und wir packen es, gehen auf die Fähre, probieren ein bisschen zu schlafen. Ich glaube nicht, dass das klappt, Nee, aber ich auch nicht. ich bin guter Dinge und ich freue mich so sehr auf die nächste Destination, die wir morgen erreichen werden. Dann parken wir jetzt hier, oder? Los geht's! Egal wie der Spot aussieht, es wird geangelt. Ist jetzt Aber- natürlich nur halb so schön, aber wenn die Fische da sind, ist uns das egal. Wackelson, Reichen Sie mir meine Route. Oh. dass es immer piepen muss, weil es könnte ja dir sonst das Gesicht ganz schnell kaputt machen, weil es so schnell hochschlägt. Deswegen muss erstmal ein Warnton kommen, damit jeder weiß, Achtung, Kofferraum geht auf. ja, welche Route ist denn da so Route? Sollen wir den Kescher mitnehmen für die Sprungwand? Nee, ich land's hier mit der Hand. Da würde ich sehen, Becky. Wir haben jetzt nur 20 Minuten zum Angeln, Wenn überhaupt. weil wir danach noch in den Supermarkt müssen. Aber was Und ich am danach- schönsten finde, Jungs, guck mal nach da. Ey. Vom Ausstand schon gesehen. Hey! Oh, da ist ein Kollege. Der Kollege ist da auf jeden Fall schon mal am Start. Hey. Hey, keine Lust auf uns. Kann ich verstehen. Weil er weiß dann, wir fangen das jetzt leer, das Ding. Bleibt nichts mehr für ihn übrig. Wenn jetzt was beißt, du kletterst, richtig? Ich würde Ja. hier gerne eine Scholle fangen. Deswegen fange ich hier mit einem Carolina Rig an. Das war ein Biss, glaube ich. Vielleicht so ein kleiner Seelachs beim Runtersinken. Boah, Schon wieder? ja. Hier, typische Carolina Rig, war. Aber hier, genau hier hinter hat er sich das weggezimmert. Guck mal, was meinst du, was das war? Piranha. Meinst du? Vermutlich ein Seelachs, oder? Vielleicht soll ich einen kleineren Wurm nehmen. Ach, für einen Seelachs ist, glaube ich, kein Problem. Für Ja, die ich will ja eine Schollen Scholle eventuell. fangen. Oder ein Butt oder sowas. Hans-Jörg Butt. Kennst du Hans-Jörg Butt? Nee. Schreibt mal in die Kommentare. War ein Seelachs. Riech mal. Wenn das Nee, nicht, ich will riech mal. nicht an den Händen. Ja,
am Oder Geruch erkannt. war die Hand gerade woanders? Ja. Becky. Bist du der Tinderboy oder bin ich der Tinderboy? Ach ja, schreibt mal in die Kommentare. Hans-Jörg Butt, wer den noch kennt von euch. Becky nicht. Hä? Das muss doch ein Biss gewesen sein. Oder ich war nach einer Sekunde unten. Mein lieber Becky, ich möchte bitte den VIP haben. Auch ein Prototyp. Wir haben hier nur Prototypen dabei. So. Rinder das Moped. Snap zu. Und jetzt wird rausgefeuert. Das Moped. Und dann hoffe ich, dass da irgend Fisch beißt. Dustin ist da hinten noch am Kämpfen. Ich habe 2 Würfe gemacht, habe gleich abgerissen. Aber wir ziehen gleich weiter. Wir gehen kurz einkaufen. Und danach gehen wir an einen sehr, sehr vielversprechenden Spot. Ich hoffe, da klappt es endlich mit dem Fisch, denn ein Fisch muss heute schon jeder fangen. Dustin! Das war mal wieder ein Satz mit X. Egal, wir haben, Becky hat noch ein paar im Pedo. Ich will da eine Platte fangen. Eine bei Platte? dem Spot, die du im Pedo hast. Ob es da Platten gibt, weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass es da dicke Dorsche und Seelachse gibt. Ah, das ist gut. Dicke Dorsche und Seelachse Das hört und sich gut Platten. an. Und Platten und Ich sogar will- Heilputz. Das ist ja eine Platte. Eine große Platte, grande Platte. Beckinger, weißt du, was ich danach fische? Da, wo wir jetzt hinfahren danach, Nein. knallt es ja richtig. Dann nehme ich die schwere Ace One Ja, und große Köder. guter Plan. Ich habe auch extra noch eine schwere Route mit so eingepackt. eine große Platte braucht natürlich auch was so ein bisschen dagegen hält. Vorsicht! Während Dustin noch mit Frauen und Kindern telefoniert, sind Flo und ich schon mal vorgegangen und kaufen jetzt die wichtigsten Sachen für die nächsten 5 Tage Wildnis ein. Das allerwichtigste, Energy Drinks. Diese Tour funktioniert nur aufgrund von Energy Drinks. Ohne die würden wir nicht mehr funktionieren. Wichtige Vitamine. Ich gehe nicht so oft einkaufen, nee. Ich gehe lieber essen. 2, 3, 4, 5, ich würde mal sagen 6 Stück. Wann kommt denn der andere? Ich sehe es jetzt schon, der wird eh nur wieder rummaulen bei meiner Auswahl. Brauchen wir noch mehr? Was brauchen wir denn noch? Möhren sind immer gut. 100 Gramm. Jetzt kommt der Papa mal guckt, Oh. was die alten Pommes Gourmet gekauft habt. Na, schau mal rein. Überleben wir so in der Wildnis? Ja. Das ist das Ergebnis einer halben Stunde. Check. So überleben wir. Ich bin genervt. Ich glaube, mir alles zu lang. Ich möchte angeln. Sind wir gewappnet für die Wildnis, ne? Schwachsinnseinkauf, warum ist meine? Weil wir nur komisches Zeug gekauft haben. So, Becky. Den schlimmen Part hinter uns gebracht. Jetzt geht's endlich wieder ins Wasser. Oh Mann, ey. Das wird wieder eine unbequeme Fahrt. Flo, muss ich noch irgendwas nehmen? Ey, noch eine Tüte. Und wie soll ich mich jetzt anschnallen? Ich hatte wieder die Arschkarte. Ich wurde komplett eingebaut. Ich hatte keinen Zentimeter, um mich irgendwie zu bewegen. Ja, da bist du selbst dran schuld. Fahren kannst du nicht, niedriger Ruhepuls, schläfst direkt ein. Egal wie, du schläfst immer. Hinten kannst du nicht sitzen, weil dir schlecht wird, wo ein bisschen Platz war. Also, Becky, da können wir jetzt auch leider nichts für. Links Richtung Straumeufeien abbiegen. Und die Spitze, Angeblich die, nicht die erste jetzt links, weil hier ist das, wo ich parken könnte. ja, angeblich die nächste danach links. Endlich am Spot. Becky muss ich ausbauen, weil den haben wir gut da eingeparkt. Ich sehe schon Niedrigwasser. Die sagen uns immer, Niedrigwasser ist nicht gut. Und wir angeln immer zur schlechtesten Zeit, aber wir können es halt nicht planen. So, Becky, kannst dich wieder bewegen? Ja, ich komme Soll ich raus. das abnehmen? Ja, bitte. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Komm, Beckinger. Oh, jetzt geht's los. Becky, übrigens gibt es immer Kommentare, warum ich denn nicht dich Felix nenne. Und zwar Weckinger oder Wecki. Also mit Wecki bin ich sehr, sehr fein mittlerweile. Habe ich mich mit abgefunden und Jeder habe ihn nennt dich akzeptiert. Wecki. Ja, habe ich wirklich akzeptiert, finde ich auch nicht schlimm. Weckinger finde ich auch nicht schlimm. Ich habe ja auch ein paar lustige Spitznamen für dich, aber die werden irgendwie immer rausgeschnitten. Ich habe noch nie einen Spitznamen. Na, der Lange. Ja, der wird nie rausgeschnitten. Nicht? Nö. Ja, da regt sich keiner auf, wenn der Lange zu mir sagt, ne? Schreibt keiner, der ist das denn? Aber jetzt mal eine andere Frage. Du hast hier 3 richtige Hotspots. Ist das hier der Hotspot oder ist das so Nummer 3 von 3? Oder Nummer 1 von 3? Also ich kann jetzt was sagen, was dich nicht so erfreuen wird. Das soll einer der Hotspots sein und den kennt angeblich keiner. Den ja. hat ein Local ihm gesagt. Kennt keiner?
Da steht Willi auf jeden Fall. So, Routen raus. Hier werden wieder mal ein bisschen schwerere Geschütze aufgefahren, weil hier erwarten wir große Fische. Salzstraumen, der stärkste Gezeitenstrom der Welt. Und ich dachte einfach, hier fange ich jetzt einen großen Fisch. Mein Heilbutt oder ein Dorsch. Und das richtig Gute war, dass Felix einen Kunden hat, der heißt auch Flo. Der hat uns zu Spots geschickt, die ultra geheim waren. Die sollten wir nicht zeigen, da wird's knallen. Living home in a trailer. Das denn hier? Ein klares Indiz dafür, dass den Spot keiner kennt. Trampelpfade, immer folgen. Becky, Ja. ich glaube, dein Kunde hat wirklich recht. Den kennt keiner den Spot. Nee, ich glaube auch nicht. Wir haben sogar eine Brücke zum Spot gebaut. Oh nee. Oh, das ist der nächste Angler. Also, egal. Sorry. Geh mal links oder rechts? Ja, guck mal erstmal links. Sorry Flo, deine Spots sind jetzt doch im Kino gelandet. Direkt vor uns waren, ich glaube, die heißen großer Tümmler. Tümmler, oder? Tümmler, glaube ich. Der gemeine Tümmler. Da ist er. Wilkinson. Der hat richtig Training. Ich glaube, der macht Workout Ja, ja. gegen den Strom. Ey, geil, wir haben so ein Glück. Orcas, Adler, Tümmler. Was wir hier erleben. Guck mal, ey, das da wieder ist unglaublich. Also richtig Training für die. Hier ist so ein Druck drauf. Ich glaube sogar, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, ist der stärkste Strom der Welt. Was mich ein bisschen beunruhigt, beim GT-Angeln hat der Guide immer gesagt, wenn die Delfine da sind, lass uns woanders hingehen. Da beißt da nichts mehr. Aber ich habe schon gehört, beim Tuna-Angeln suchen sie die Delfine. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie es richtig ist. Da ist auf jeden Fall alles voll jetzt. Die sind auch fast wie auf einer Stelle. Ich bin gespannt. Hoffentlich haben wir nicht viele Hänger. Ich bin auch gespannt. Weggitzen. Soll ich gleich den ersten Wurf machen? Ja, mach. Ich habe jetzt einen recht großen Köder montiert. 5 Inch. Ja, ich mache hier so einen 40 Gramm Bommel drauf. Ganz schön viel, aber mal gucken, ob es geht. Und? Noch nichts drauf bekommen. Noch nichts leider. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Spot fischen soll. So, mein erster Wurf. Guckt euch mal diesen Spot hier an. Wunderschön. Aber reinfallen willst du ja auch nicht, Becky. Nee, das sollten wir vermeiden. Was ich ja gelernt habe, also nicht gelernt, aber was in der letzten Up North Tour auf jeden Fall so war, die Fische gingen viel besser auf kleinere Köder. Deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich vom 6,5 gleich mal auf den kleinen gehe. Ich glaube, wenn wir raus an die Kante kommen, so weit raus wie möglich, dann finden wir die Seelachse. Ja, Fisch aus. Da ist er nämlich. Also wirklich kleiner Fisch? Egal, so klein wirkt er jetzt gar nicht. Nee, der ist gar nicht so klein. Der hängt in der Kante, oder? Tag. Der hängt im Tank. Ja, lass ihn noch mal gehen. Dann geht er manchmal, kriegst ihn hoch. Flober, Vorsicht. Ne? Da geht's da ab. Da ist er, was ist das? Hier ist ein, Das ist ein roter Dorsch. Alter, ein richtig schöner, knallroter Dorsch. Geil, Becky. Ich versuche den außen rumzuführen. Achtung schon. Mal schauen, dass wir das alles hier händeln, ohne reinzufallen. Boah, ist das flach. Ja, wunderschöner Fisch. Oh, schaut euch mal diesen wunderschönen Dorsch an. Ich habe noch nie einen so roten Dorsch gefangen. Ist ja super geil. Nicht mal 5 Minuten am Spot gewesen. Den haben wir uns aber heute auch echt verdient. Wir haben schon viele Uferspots heute gecheckt. Wow, wie viel wir da haben? Das sind 60? Ja, hat er auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, und das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Warum der so rot ist? genau, ob das daran liegt, dass er viele Krebs ist, sagt man ja manchmal. Dreh dir mal den Bauch in die Kamera, dass man sieht, wie rot der ist. Da sieht man, wie rot der ist. Krass. Schöner Fisch, Becky, den wollen wir aber nicht essen, oder? Lassen frei. Nee, der darf wieder zurück. Mein erster Fisch aus dem Salztraumen, dem stärksten Strom der Welt. Mega. Boah, nach dem Struggle heute endlich eine Belohnung. Und wirklich ein schöner Fisch vom Ufer, so ein 60er Dorsch. Vor allem die Farbe. Aber ich bin happy. Darfst du weitergehen. 1, 2, 3, 4 Fische in dieser Kategorie und dann wird es ein runder Tag. Man muss den Spot erstmal kennenlernen. Erstmal gucken, was geht, wo beißen die. Wir kennen uns ja beide mit dem Meeresangeln nicht so aus. Stehen die eher hier an der Strömungskante? Stehen die weit draußen? Sind hier Seelachse? Sind hier Pollacks? Sind hier Dorsche? Deswegen, wir lernen das hier alles gerade noch kennen. Becky konnte gerade schon echt wunderschönen Fisch fangen. Ich bin guter Dinge, dass noch was kommt. Ich hatte noch keinen Biss, also noch gar keinen. Deswegen sage ich, bin mir noch nicht so sicher, ob ich das hier richtig mache. Code muss noch geknackt werden. Becky, weißt du, ich glaube, das ist jetzt natürlich nur eine Theorie, sein Dorsch war so rot, weil er ganz viel Krebse ist. Und Bässe
Eine Craw. Eine Craw drauf? Eine Craw ran. Bin gespannt, ob du bei der Strömung runterkommst. Ja, weil hier kommst du runter, hier vorne. Ich sehe hier den Grund sogar. Ja, ist ein Versuch wert. Das ist ein Versuch wert, sagt er. Hast du auch die geile rote Farbe dabei? Ich hoffe. Du? Ich glaube, nee, ich nicht. Ich habe nur 1001. Leider nichts Rotes dabei. Aber was im Meer auch immer geht, beziehungsweise als wir letztes Jahr in Up North 1 war, 1001 hat richtig gerockt. Oder Flover? War richtig gut. Das ist meine Lieblingsfarbe im Meer. Ja? Ja. Auch zu groß. Flover, wie ist so dein Vertrauen zu Krebsen? Gut, im Meer. Dorsch, Pollack, beides. Ein Skirted Jig hätte ich jetzt gern da. Ich habe einen, aber nur leichte Gewichte. Ja, ist zu leicht. Ich hatte doch in der Up North 1 auch auf dem Craw einen. Hatte ich den an. Dorsch hattest du einen schönen. Habe ich den am Jig oder Ich glaube, den hattest du am Sea Rig. am Texas Rig, glaube Oder ich? am Ne? Texas. Ja, das hätte ich nämlich jetzt gern. So eine rote Kugel davor. Texas Ja, Rig, das wär- Bullet Play, back, back. Ideal. Wobei die Strömung hier echt schon sehr, sehr stark ist. Ja. Sieht schon geil aus mit den Strömungen hier und so weiter. Ich will nur wissen, wie man hier angelt. Aber der Angler ist weg. Sollen wir mal auf den Vorsprung gehen? Können wir machen. Weil da kannst du auch so eine Kurve nach rechts beangeln, die gefühlt so ein bisschen weniger Strömung hat. Da kannst du eine Strömungskante angeln. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Boah, der Spot sieht doch geil aus hier. So eine Kehrströmung hier. Wenn da meine Craw nicht zuschlägt, dann ist hier kein Fisch drin. Becky. Fühlt sich leider ein bisschen nach einem Zufallsfang an, Becky. Fisch! Großer Fisch! Hier. Ja. Naja, geht. Wow. Vorsicht, Becky, ist egal. Nicht hinfallen. Nee, alles gut, ich hol ihn dir. Wir haben ihn. Juhu, ich habe auch einen Auch von so den ein roten. knallroter Dorsch. Komm hoch, Becky, bitte nicht hinfallen. Dein erster Salzstromdorsch. Salzstromdorsch. Wunderschön. Geiler Biss auch. Und wer weiß, ob das jetzt stimmt oder so, aber die Theorie, die ich vorher erzählt habe, mal auf eine Craw zu wechseln, hat funktioniert. 1001. Und auch, guck mal hier, dieser rote Dorsch. Wunderschöne Fische, ne? Der ist ein bisschen kleiner als Weckis, aber wirklich wunderschön. Was denn, Petri? Und im gleichen Moment hast du noch zu mir gesagt, das war wohl ein Zufallstreffer. Ja. Und 2 Sekunden später hast du auch deinen ersten Dorsch hier gefangen. Hier, also wie beim Zanderangeln, ehrlich. Ich habe hier die Kehrströmung gesehen und dachte, oh, hier in der Strömungskante, da jigge ich jetzt mal lang. Und dann ist er, wie beim Zanderangeln, beim Absinken, pupp. Und der Widerstand war groß. Da dachte ich erst, oh, das ist ein großer Fisch. Ja, dann war es ein kleiner Dorsch, aber super geil. Und die haben so viel Kraft. Um euch so mal ein bisschen ein Zeitgefühl zu geben, wir haben jetzt 9:30 abends. Wir sind heute Morgen um 10 Uhr aus dem Haus gegangen, da hat die Folge angefangen. Und gestern Nacht sind wir um 4 Uhr schlafen gegangen. Dann sind wir um 8 Uhr aufgestanden, haben 2 Stunden im Eiltempo alles zusammengepackt in der Hütte und dann sind wir losgefahren. Bei euch sind es irgendwie 20, 30 Minuten im Video. Bei uns ist es schon wieder ein echt langer Tag mittlerweile. Wir müssen auch noch 3 Stunden zur nächsten Location fahren, alles umpacken für das nächste Abenteuer und dann morgen wieder richtig früh am Start sein, um dann nochmal 4 Tage in der Wildnis zu verbringen. Was wir da machen, wie wir das machen, da müsst ihr natürlich in der nächsten Folge einschalten, um das zu erfahren. Fisch! Fisch, Fisch, Fisch! Fisch, Jungs! Besser! Oh, besser, besser, besser. Der Beste für heute auf jeden Fall. Der Beste. Ich hole ihn dir. Ja, weil er im Tang hing, ist wahrscheinlich nicht der Beste. Aber ist nicht schlecht. Doch, der ist nicht schlecht. Ja, doch, das könnte der größte des heutigen Tages sein. Geil. Wow, was für ein Riesenschädel. Wieder auf die Craw in 1001. Und wieder so rot. Oh ja, der ist lang. Der hat 70. Oder? Was meint ihr? Der ist definitiv der größte. Der größte, weiß ich nicht. Deiner auch lang, aber Geil. deiner war ein bisschen dicker, glaube ich. Die Theorie wieder. Craw. 1001, Flovers Lieblingsfarbe angeblich. Aber ich hatte das Gefühl, Flover hat ganz viel gesagt, um uns heute zu motivieren, weil wir sind schon sehr fertig. Waren schon fast am Ende, wollten nicht mehr weitermachen.
und werden jetzt aber hier mit solchen Fischen belohnt. Ist das nicht toll? Ist das nicht, ey, Becky, das Mega. ist so geil. Ich freue mich vor allem vor dieser Kulisse. Der darf zurück. Guckt euch nochmal den Bauch an, nochmal genießen. Ich nochmal. Oh, geil. Petri, Guck da hinwechseln. was eine Erinnerung an den Salztraum. Was für ein Privileg, dass wir das erleben dürfen. Ja, ohne Witz. Mega, mega geil. Geil. Klar, alles keine Monsterfische, aber wie geil das ist, in der Kulisse unter den Bedingungen solche Fische zu fangen, die so wunderschön aussehen, rot gefärbt. Muss gar nicht mehr sein, oder Becky? Nee, ich bin happy. Obwohl so ein Radler jetzt und ein Burger. Ja, Hätte wäre auch auch, wär auch nicht verkehrt, aber vergiss nicht, Dustin, wir haben auch noch eine 3-Stunden-Fahrt vor uns heute. Fisch. Ist größer oder quergehakt? Der so seitlich geht, aber ich glaube, der ist größer. Siehst du ihn schon? Nee, aber der hängt da. Ich glaube, der ist quergehakt, oder? Nee, ist nicht quergehakt. Was ist denn das? Wow, schöner Fisch. Schon wieder so ein roter Dorsch. Geil. Oh, der ist gefühlt noch roter. Der ist größer, glaube ich. Ja, das ist jetzt mit Abstand der größte. Oh, Die Craw scheint zu rasieren. Komm Das hoch, denn? Becky. was ist das für ein der ist wunderschöner groß. Fisch. Und der ist, ich merke es am Gewicht, der ist richtig groß. Schaut euch mal diesen geilen Uferdorsch an. So, da ist er, die Craw. Dustin, Petri, mit diesem wunderschönen großen Fisch. Geil. 75? Was meinst du? Halt Ja. nochmal. Oh, Dustin, was ein Wunderschön. wunderschöner Guck mal, wie Fisch. plötzlich das Wasser hier lang tut. Das Stimmung Wasser steigt. wird immer stärker. Ist das geil. Komm, weiter geht's. Was meinst du, Spotwechsel oder machen wir weiter? Wir fahren gleich nochmal an einen anderen Spot. Es ist jetzt 5:10 und wir müssen noch 3 Stunden fahren, deswegen geben wir ein bisschen Gas. Becky hat noch 2 andere Spots in petto. Der erste hat schon mal echt gut geliefert. Ich bin gespannt, ob wir am nächsten irgendwie noch was anderes fangen. Seelachs, Heilbutt oder irgendwas. Nach dem Wurf geht es auf jeden Fall dahin. Becky, wie lange fahren wir ungefähr? Nicht mal 5 Minuten. Es fängt an zu regnen, aber der Blick entschädigt für alles. Die Fische, die Reise, das Erlebnis. Das klingt ein bisschen cheesy, aber ist echt so. Sowas mit Kumpels zu machen, ist das Geilste, was man machen kann. So, neuer Spot. Hier ist nicht ganz so viel Druck drauf, aber auch wieder ordentliche Strömung. So langsam haben wir jetzt auch gefühlt jedes Wetter hier in Norwegen durch, oder? Ja. Regen, Sonne, Schnee Sturm. Schnee fehlt noch, aber wir haben auf jeden Fall Schnee gesehen. Ja. Auf den Bergen. Das stimmt. Das ist schon mal Oh, ein guter Biss, Jungs. Oh. Eieiei. Ja, beim Jiggen, beim Absinken. Seitdem der Guide gesagt hat, dass sie manchmal so Testbisse machen, die Heilbutts, habe ich irgendwie immer die Hoffnung, da kommt noch mal was. Aber ich habe wieder auf den großen gewechselt, 6,5 Venom. Schade. Mit einem Stinger hätte ich ihn bekommen. Haben wir nicht irgendwas dabei, was ich als Stinger nutzen könnte? Oh, ich leider nicht. Boah, bin ich müde. Ja, ich auch. Boah, war das ein geiler Biss gerade? Das ist ein richtiger Schade. Schepperbiss. Boah, was ist das denn plötzlich? Boah, das war alles gut. Guck, wie leicht Scheiße, wir uns ich hab ablenken nicht lassen. zugeguckt. Oh, das war nice. Ich hab einen Fisch, Jungs. Einen dicken Fisch. Sicher? Ja, Dann gehe ich runter zum Landen, okay? ja, Ernsthaft? ja. Krass. Welchen Köder? Craw natürlich. Ja, der ist auch nicht so dick, aber ist schon kein schlechter. Oh nein, doch, jetzt ist er frei. Wir wollten gerade abmoderieren. Das wird der letzte Fisch heute für diesen Spot. Dann geht es ins Süßwasser oder zum Süßwasser.
Becky nicht verletzen. Nee, pass auf. Nochmal ein Dorsch. Ah, nochmal Dorsch. Jawohl. Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Ah, komm hoch. Großer Wattenlöwe. Danke fürs Landen, Becky. Gerne. Ein richtiger Leopard. Ja, Crow hat's wieder gerichtet. Ja, das ist doch ein schöner Abschlussfisch. Nicht der größte, aber weil der an der Kante hing, dachte ich, der ist größer, weißt du? Ich würde sagen, den lassen wir frei und dann geht's. 3 Stunden Richtung. Grenze. Ja. Und vielleicht finden wir auf dem Weg noch den einen oder anderen schönen Forellenfluss. Der Salzstraume war ein voller Erfolg und jetzt ging es weiter zur nächsten Destination. Und die jetzt in sich. Also wenn ich mich auf etwas gefreut habe oder beziehungsweise wenn ich das Highlight des Trips vorher hätte definieren müssen, dann wäre es auf jeden Fall dieser Trip gewesen oder diese Destination und das ganze Happening. Bei mir genauso. So, aber guck. Da sind sie. Krass. Guck mal, wie sie uns angucken. Hallo. Sollen wir weiterfahren? Wir fahren jetzt ungefähr 2 Stunden Auto und die Vegetation ändert sich wirklich ständig. Jetzt haben wir hier kaum Bäume, ganz viel Schnee. Schon echt beeindruckend, die Natur hier. Unglaublich, wie viel Wasser die hier einfach haben. An jeder Ecke ist irgendein Fluss, irgendein See. Der alte Wikinger da hinten schläft schon wieder, aber wer soll es ihm verübeln? Ey, ja, so sieht es nämlich aus, mein Freund. Guten Morgen. Macht da aber ein bisschen Platz bitte, ich möchte hier durch. Ja, du da vorne. Oh, mein Herz für Tiere, oder? Mittlerweile ist es, nochmal. Also wenn wir den nächsten ich kann auch nicht mehr. Okay, sagt man. Mittlerweile ist es 2 Uhr und mittlerweile ist es 2 Uhr. Mittlerweile ist es 2 Uhr. Oh, mittlerweile. 4-5 Stunden. Ey, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Nochmal. Mittlerweile ist es 2 Uhr nachts und wir sind mega fertig. Wir fahren mindestens noch 2 Stunden Auto und wollen noch Forellen angeln. Das machen wir auch, aber werden es nicht so lange zelebrieren, weil morgen startet ein neues Abenteuer, worauf wir richtig Bock haben. Und dafür müssen wir fit sein und brauchen ein paar Stunden Schlaf. Ui. Schlaftrunken. Ah, das sieht doch hier schon super spannend aus. Ich schleiche mich mal an. Ich glaube, ich mache einen kleinen Crank ran, obwohl es hier relativ flach ist, muss man sagen. Wir haben auch schon auf der Karte gesehen, dass noch 100.000 andere Flüsse kommen. Das heißt, wenn hier nichts geht, halten wir mit Sicherheit nochmal irgendwo an. Zum Leidwesen für Becky und auch Flo. Becky wollte eigentlich mitkommen, aber der ist jetzt schon so fertig, der hat gesagt, komm, ich bleibe im Auto und penne. Oh, Follower. Oh, direkt erster Wurf, Follower gehabt. Keine große, aber Forelle. Hier, Fisch. Ah, verloren. 2 Würfel, 2 Kontakte. Ja, da habe ich wieder eine. Oh, wieder verloren. Geht ja wie das Brezelbacken hier. Ja, Fisch. Oh, die ist aber sehr klein. Schade, die ich eben verloren hatte, war viel größer. So, mache ich mir schnell die Hand nass. Behandeln wir ganz schonend. Die ist hier wirklich sehr, sehr klein. Guckt es euch an, wunderschöner Fisch. Ciao. Ja, gerade hatte ich eine deutlich größere dran. Wir gehen mal nach da. Da ist ein bisschen tiefer, vielleicht stehen da die größeren. Das sieht doch aus nach dem absoluten Hotspot. Fisch! Ey, da ist ja doch noch eine. Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an.
Richtig schön gezeichnet. Und die darf jetzt wieder schwimmen. Tschüss! Oh, ich würde sagen, das ist doch ein toller Abschluss für diese Episode. Freut euch auf die nächste Folge. Die hat es auch oder wird es in sich haben, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Tschüss von mir und auch von Becky, der schläft schon, aber es sei ihm verziehen. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, ciao. Für mich ist an diesem Tag ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Uiuiui, jetzt geht's zum Spot, mein Freund. Actually, no one lives here. Du guckst, so weit das Auge reicht. Siehst du Wasser, Wälder, Steppen. Wohl einer der coolsten Momente in meinem Leben. Willkommen in der Wildnis, Dustin. Boah, da steht Meterhecht. Boah. Ey, das wird geisteskrank. Jetzt mal ohne Spaß, man labert das immer so. Für mich ein Fisch des Lebens gefangen. Aber es ist wirklich ein Privileg, dass wir das machen können. Florian! Fuck. Florian!